Was passt? Hey, schau mal, jetzt hat es hier eine Wand, ich habe alles schön, es hat jeder hat seinen Platz und jetzt wirklich anders als vorher. Das ist nicht einfach die Dame tun. Taschenlampensammlung. Taschenlampensammlung. Du musst immer das Backup haben. So. Da haben wir angefangen. Ja, eben. Ja, wir stellen euch jetzt auch noch am Cyril seinen neuen, super eingerichteten Arbeitsplatz vor. Und Aufgrund? Aufgrund. Er hat ja mal geheißen, er käme als Feister. Fürs Feister hat es leider nicht ganz gelangt. Und in diesem Reglement steht Maximum 10 Meter vom Feister weg. Und das haben wir locker eingehalten. Aha, ja. Also ich will gar nichts hören. Eigentlich also viel schöner als vorher, als ich am Keller war. Stell dir mal vor, die Tunnel, ich habe die Dings durchgelesen. Jesus Gott, im Kohlbrunn ist ja alles... Alles illegal. Alles unmenschlich war schon fast, Ja. oder? Ja, ja. Unmenschlich. Ja, wir müssen dich natürlich einfach in die Ecke tun, weil das hure Trümmelgerät dort, wenn das dreht mit so einem Rahmen drauf, das ist natürlich wie so eine übergrosse Adlerkralle. Das gibt natürlich gröbere Hick da im Schädel, wenn man da reinläuft. Und darum immer schön irgendwo in die Ecken, oder? Safety first ist das Motto. Genau. Ich muss mir einen Arbeitsplatz vorstellen. Der neue. Eben, jetzt habe ich alles ein bisschen schön sortiert. Hier alles die Werkzeuge, die ich brauche. Hier natürlich die Tücher, auch immer wichtig. Zum Abputzen, Trichter, zum Zeug einfüllen. Alle Flüssigkeiten hier. Weiterhin habe ich Schublädchen gemacht. Mit all diesen Stöpferchen. Da haben wir mehr. Tankdeckel zum Verschliessen. Vorhänge gemacht. Die Emulsion, Stein zum Trivialisieren. Kann man schön zumachen. Und dann sieht das wunderschön aus. Ah, dort unten ist dein Puff. Ja. Mit dem Vorhängli. Ja, oder Licht aus. Licht aus oder Vorhang. Oder ein Tüchlein, das habe ich früher schon gemacht. Ich hatte ein Wägelchen gehabt, dann immer das Werkzeug halt drauf gehabt und dann gearbeitet. Und dann am Abend hat es wieder angeschissen, alles wieder verräumen. Und einfach ein Tüchlein drüber tun und nächsten Tag weiss wieder gebraucht, oder? Genau, jetzt haben wir eigentlich ein schönes eigentlich das Portfolio, das wir anbieten. Wir haben hier die kleinen Töffli-Tank, klassisch, bis 5 Liter. Dann haben wir hier einen Ciao-Rahmentank. Die haben zwar ein Schwallblech drin, macht aber nichts, weil das ist so eingebaut, so quer und hat aber eine Öffnung drin. So ist eigentlich auch sichergestellt, dass man überall den Harz anbringt. Machen wir also auch. Auch ein Rahmentank ist hier ein Puch, Maxi. Und der ist vielleicht noch ein bisschen speziell. Wenn wir da mal anschauen, den haben wir jetzt. Der hat so fest gelegt. Und zwar immer da hinten. Immer da unten in diesem Bereich. Und da kommen wir eben nicht dazu. Und das ist jetzt eine Ausnahme. Da haben wir jetzt hier aufgemacht und innen da geschweißt. Das ist vielleicht schnell anlügen. Anlügen. Anleuchten. Anleuchten. Genau, ist aber wirklich sehr aufwendig halt. Also das lohnt sich nur, wenn man wirklich eine Verbindung hat, dann kann man das investieren, ja. Aber es ist halt leider oft so, dass die Rahmendenker immer da unten an dieser neuralgischen Stelle lecken. Gut, dann neu haben wir da jetzt noch einen Vespa-Tank. Machen wir jetzt eben auch. Da allerdings muss ich mir noch ein bisschen irgendetwas überlegen, um den aufspannen auf der Maschine. Ich glaube, das wäre es soweit. Ich arbeite mal weiter und wünsche euch einen schönen Tag. So, also, jetzt hier bei mir. Ich bin gerade an einem 503er Motorli dran. Das habe ich jetzt zerlegt. Und jetzt haben wir ja hier überall noch die Lagerschalen drin, Simmering, das muss alles raus. Das mache ich jetzt hier gerade. Könnt ihr gerade schnell zuschauen. Hast du dein Plätzchen gefunden? Es ist wieder ein Gressel im Weg. Aber ich bin unschuldig. So, also jetzt nehme ich zuerst mal die Simmering raus. Von der Kurbelwelle. Da haben wir überall so verschiedene Einsätze. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das eingeräumt ist. Das ist schön, oder? Da haben wir das Pressli nebendran, alles Zubehör. Schauen, dass man schön drauf ist, dass man nichts verletzen tut. Zack. Dann haben wir da noch das Vorgelege. Zack. Den Lagerring von der Ritzelwelle kontrollieren. Als ich es aufgemacht habe, es hat Öl drin gehabt, es hat wirklich gut ausgesehen, das Getriebe. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du die noch brauchen kannst. Dann haben wir noch den Simmering von der Ritzelwelle. Das ist der Simmering, die Anlaufscheibe und der äußere Ring vom Walzlager. Tipptopp, schön, den kann man wieder brauchen. Und jetzt kann man, wenn wir gerade da sind, die Dichtflächen, die ich schnell abziehen. Einfach fein kreiseln. Die haben Rielen drin.
Das sind ganz feine Rillen. Und das ist, dass die Dichtung nicht rausrutschen kann. Also die müssen nicht, das muss nicht draussen sein. Ja, genau so. Jetzt haben wir noch Dichtfläche. Die hinten ist überall. Jetzt ist noch die eine Dichtfläche da vorne vom Zylinderfuß ohne Dichtung. Tue ich den zusammenschrauben und dann kann man die vorne auch abziehen. Und jetzt beim 503 Motoren können wir da nicht auf die Fläche drauf, darum mache ich das mit dem Stein. Ziehe ich das einfach ganz fein ab. Es ist auch alles da, es ist wirklich, es ist durchdacht, das Ganze. Da sieht man die Rille jetzt auch wieder gut, man hört es auch, wenn man so drüber fährt. Jetzt sind die Lagerschalen noch drin von der Kurbelwelle. Die können wir beim 503 können wir die nicht rauspressen, die müssen wir rausziehen. Da gibt es ein lässiges Tool. Das ist der nächste Griff. Achtung, Achtung! Eine Absetzung hat es da, ganz feine. Und das Rändchen, das geht jetzt unter die Lagerschale. Dann tut man dann spreizen und dann kann man dann rausziehen. Das zeige ich jetzt euch. Das ist mega cool. Also jetzt kommt der da hier, dann ein bisschen drücken. Zack, jetzt ist er drin. Dann kann man hier ein bisschen anziehen. Gut, jetzt ist der gespreizt, jetzt sollte der nicht mehr rauskommen. Schauen, dass der da unten nicht auf die Lagerschale kommt. Und jetzt tue ich einfach ganz fein an. Jetzt merke ich, es geht relativ streng und er kommt noch nicht. Wenn das so ist, dann braucht man einen Heißluftföhn. Wo haben wir einen Heißluftföhn? Jetzt müssen wir das einfach leicht aufheizen, das Gehäuse. Weil, wenn man wirklich anfängt zu würgen, dann brecht es schnell. Das Rändchen, das man gesehen hat vorne, bei der Abziehvorrichtung, das bricht recht schnell. Oh, das ist jetzt ganz ein schöner Moment. Da siehst du das? Butterweich. Butterweich. Und da ist er. Ist etwas. Und jetzt ist das natürlich da innen noch ein bisschen ölig. Da ist noch ein bisschen rausputzen. Da haben wir gesehen, wie das aussieht da innen. Ob es noch Korrosion oder irgendetwas hat. Die sehen jetzt recht gut aus. Und um das einfach da innen wirklich sauber rausputzen, haben wir da so lässige Bürstchen. Dann haben wir normalerweise eine Bohrmaschine da. Einfach ganz fein rausbützeln. Dort, wo die Lager drin waren, die Lagersitz, tue ich mit einem kleinen, mit einem feinen, nicht einen groben nehmen, wir wollen kein Material wegnehmen. Ja, tipptopp. Bevor man die neuen Lager einpressen tut, habe ich da so vom Zahnarzt so ein Stechel bekommen. Da rein schnell durch, weil ob es noch Brauen hat vom Einpressen vorherigen Lager, kann das sein, aber das sieht jetzt tipptopp aus. Jawohl, wenn das so ist, dann gehe ich jetzt hier nochmal auf den Kleinteilerreiniger, da haben wir alles entfetten, sauber rausputzen. Und dann ist das eigentlich schon wieder bereit zum Zusammenbauen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. In dem Fall. Viel Spass und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Also wozu ist... Es ist schlicht und ergreifend einfach dazu, um einen Motor laufen zu lassen, Getriebe durchschalten, funktioniert der Rückwärtsgang, funktioniert die Lichtmaschine, die Batterie laden, die ganze Funktionalität, das kann ich darauf überprüfen. Ich habe jetzt für den Kunden nur den Motor revidiert und das ist natürlich fast ein bisschen eine Zumutung. Dann nimmt den Motor heim, baut ihn ein, wegfahren und dann tut etwas nicht, dann muss er ihn wieder ausbauen, muss ihn dann anbringen und ich muss herausfinden, was das Problem ist. Das spart mir einen Haufen Zeit und Geld, wenn man den Motor da einfach schnell komplett laufen lassen. Das ist Sinn und Zweck dieser Vorrichtung. Ja, fast leer, hä? Zündung ein, Jock ziehen. He? Geil. Geil!
zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Der ist genau da, lassen wir ihn da drauf laufen. Jetzt ist er einfach im dritten Gang blockiert. Das habe ich eben im dritten. Im vierten kannst du aber wieder schalten. Ja. Jetzt ist gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr. Jetzt können wir auch noch schauen, ob wir mit Rückwärtslaufen etwas anbringen. Jetzt zeigt gar nicht. Jetzt. Ja, das ist jetzt der erste, ja. Das ist der erste, ja. Der hat eben einen Leerlauf fallen. Okay. Zwischen jedem Gang. Zwischen jedem Gang. Und da ist da vorne geil. das Kabel. Ach so, okay. Kann man dem Kabel ziehen, dann hat man, und das ist gegangen, Leerlauf. Jetzt ist jetzt drin. Okay. Fast ein bisschen Hightech für 1945. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, wunderschön. Mich nimmt es mal Wunder, gefällt euch die At-Work-Geschichte? Einfach um euch wirklich einen Einblick verschaffen. Also wir tun da gar nichts irgendwie stellen oder machen. Das ist wirklich das, was aktuell da ist. Das zeigen wir euch. Mich würde es mal wundern, ob euch das so gefällt, ob wir das weitermachen sollen. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss zusammen. Ja, tschüss zusammen. Einfach nie würgen. Mehr würgen. Dann muss man denken, ja, würgen da.